just don't get around. But there's something about you, something about you. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Ich sag Vadikrab Pipi, Vadikrab Tukon. Heute ist ja wieder Zeit für mein Garten-Update, für den Gartenrundgang. Es wird heute wieder einen speziellen Gartenrundgang geben. Warum? Das würde ich euch gleich erklären. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr das Video anschaut. Bleibt dran, das Video wird sicherlich ein bisschen interessant werden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video zahlreich kommentiert, liked. Für die neuen Zuschauer würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr mein Video natürlich teilt, dann habe ich da auch eine mega Freude damit. Und ja, jetzt würde ich sagen, lasst euch überraschen, was da kommt und schaut euch das Video gerne an. In dem Fall sehen wir uns gleich wieder. Ja, warum wird es jetzt heute ein spezielles Video? Und zwar, es hat sich einfach die letzte Zeit hier einiges ergeben, wo mich sehr beschäftigt hat, wo ich einiges zu tun hatte. Deswegen bin ich auch bei mir zu Hause im Garten nicht allzu viel dazu gekommen, irgendwas zu machen. Aber nichtsdestotrotz, mein Garten hier zu Hause, den werde ich euch trotzdem nachher noch zeigen. Und ihr seht ja auch jetzt schon wieder, ich schwitze schon wieder am Morgen. Die Temperaturen heute sind wieder sehr heftig. Trotz dessen, dass es die letzten 2 Tage auch wieder kräftig geregnet hat. Aber ich hatte eben die letzte Zeit viel zu tun. Ich werde euch da heute jetzt ein bisschen was zeigen, was alles so passiert ist. Aber wie gesagt, seid gewiss, mein Garten hier zu Hause, den werdet ihr trotzdem zu Gesicht bekommen. Ein bisschen seht ihr das ja schon im Hintergrund. Aber ja, ich möchte euch heute einfach so ein bisschen erzählen, was sich die letzten Tage so ergeben hat. Ich möchte auch sicherlich auch noch auf den ein oder anderen Zuschauerkommentar eingehen. Und wie gesagt, lasst euch da ein bisschen überraschen. Mein Plan jetzt ist es, erstmal aufs Land rauszufahren, um zum einen die Tiere zu füttern und um dort den Schweinestall ein bisschen zu reparieren, weil die Schweine haben da wieder ordentlich randaliert und ich muss das jetzt wieder so, sage ich mal, gestalten, dass die Schweine mir da nicht abhanden kommen. Und das ist jetzt mein erstes, was ich reparieren werde. Anschließend muss ich dann noch ein bisschen Bambus schneiden, aber das erzähle ich euch dann einfach draußen auf dem Land. Es gab einen Zuschauerkommentar, warum ich denn nur einen einhändigen Weih mache. Das ist aus dem Grund tatsächlich, weil ich natürlich mit der anderen Hand oder mit dem anderen Arm die Kamera festhalte. Deswegen kann ich da nur einen einhändigen Weih machen. Habe jetzt heute mal bewusst einen zweihändigen Weih gemacht. Das soll nicht unhöflich sein, wenn ich das einhändig mache, aber das wird hier auch so gemacht, sage ich mal, wenn man irgendwas in der Hand hat, dann grüßt man auch mal einhändig. Also das ist sicherlich nicht unhöflich. Sollte das doch so sein, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich denke einfach, auch einhändig ist der Weih okay. Des Weiteren ist gefragt worden, was Vadikrab Pipi heißt. Vadikrab Pipi, das heißt einfach so viel, als wenn ich die Menschen oder die Zuschauer grüße, die älter sind als ich, was ja nicht schwierig ist, so alt bin ich noch nicht. Das soll auch die ältere Generation bzw. die Leute, die älter sind als ich, ansprechen. Und Tukon, also Vadikrab Tukon, bedeutet einfach, dass ich alle anderen natürlich auch grüße. Also das wäre mal der erste Zuschauerkommentar, auf den ich noch ein bisschen näher eingehen wollte. Und jetzt würde ich sagen, fahre ich raus aufs Land und melde mich dann wieder, wenn ich draußen auf dem Land bin. Viel Spaß beim Zuschauen. Too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say. Ja, jetzt auf dem Land draußen angekommen.
fange ich jetzt eben als erstes an, den Schweinestall zu reparieren. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich zuerst die Tiere füttern, weil sonst habe ich da keine Ruhe, kann da nicht in Ruhe arbeiten. Ich würde euch einfach kurz zeigen, das was sie jetzt gerade versuchen hier mir zu zerstören. Ja. Da seht ihr jetzt, dass sie dort versuchen zu graben. Meine Wildschweine graben natürlich gern. Und ja, ich muss da jetzt einfach hier Holz davor machen, um das Ganze wieder ein bisschen ausbruchssicher zu gestalten, weil ich nicht möchte, dass meine Schweine da irgendwo auf Tour gehen, zumindest nicht unbeaufsichtigt. Ich würde sagen, ich fange da jetzt mal an und dann geht es nachher weiter mit dem Bambusschneiden und dann erzähle ich euch da noch was, warum ich den Bambus schneide und was sonst eben noch so passiert ist die letzte Zeit. Ja, ich würde sagen, ich leg mal los und repariere schnell den Schweinestall und fütter die Tiere. Ja, wenn ich gerade schon hier bin auf dem Land, dann wollte ich euch jetzt da noch kurz den Wasserstand zeigen, zwischendurch mal. Es war nach den Regen eigentlich ja, teilweise wieder sehr trocken, also sehr heiß, muss man dazu sagen, sehr heiß. Also so schnell sich die Seen eigentlich gefüllt hatten, nahm der Wasserstand eigentlich auch schon wieder ab. Aber der Boden ist natürlich jetzt feucht und die letzten 3 Tage hat es dann auch noch mal relativ stark geregnet, also so, sage ich mal, über eine halbe Stunde hinweg. Und somit konnten sich die Seen eigentlich wieder ganz gut füllen oder bin ja berichtigt worden. Also das eine ist für mich ein See, der hat über 2 Meter Tiefe. Das andere hier, die kleinen Teiche, die haben sich auf jeden Fall gefüllt schon wieder. Würde ich euch mal kurz zeigen, weil jetzt füllt sich auch hier bei meinen alten Fischbecken auch der hintere Teich. Seht ihr dort, also der Wasserstand hat sich jetzt nochmal ordentlich angehoben. Und eben da hinten der kleine Teich füllt sich jetzt dann eben auch wieder. Ja. Ja, also das so zum Thema Wasserstand hier. Jetzt hat mich wieder so eine schöne rote Ameise gebissen. Entschuldigung. Ja, jetzt zeige ich euch noch hier den Fluss bei den Kokosnusspalmen. Eben da sieht man es auch am besten. Der hat sich auch ordentlich gefüllt und ich bewässere ja jetzt hier gerade nicht, weil ja, durch den Regen brauche ich nicht bewässern. Da seht ihr jetzt auch, also auch der Fluss, der hat sich wieder ordentlich gefüllt. Also ja, ich denke, da sieht man dann schon so langsam, dass der Boden einfach auch ja, wieder feucht ist und dementsprechend auch besser das Wasser hält. Auch die beiden, oder ja, doch die beiden Reisfelder, die sind jetzt auch schon bis zur Hälfte gefüllt. Also ja, den Regen merkt man hier schon relativ schnell. Wenn denn der Boden einmal wieder feucht ist, dann merkt man das. So, ich gehe weiter zum Bambusschneiden. Wollte euch nur das noch schnell zwischendurch zeigen. Und dann erzähle ich euch beim Bambusschneiden noch ein bisschen was. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you. Also den Bambus habe ich jetzt geschnitten. Da bin ich jetzt auch schon fertig. Warum habe ich den Bambus geschnitten? Und zwar, wir hatten ja neue Kautschukbäume gepflanzt gehabt. Die neuen Kautschukbäume, die heißt es jetzt ein bisschen zu fixieren, also quasi wie so ein, ja, die Bambus, die ich geschnitten habe, die werden 4 geteilt und dann wird im Prinzip der Bambus neben den Kautschukbaum gesteckt und der Kautschuk dann angebunden, dass der einfach gerade schön nach oben wächst. Das ist einfach das Ziel von dem Ganzen. Den Kautschuk, den wir da neu gepflanzt hatten, das waren ja die Bäume, die eingegangen sind. Das waren 156 Bäume. Die Bäume jetzt eben, die wollen wir noch ein bisschen abstützen. Wir haben gesehen, dass es bei einigen anderen Kautschukbäumen, die schon ein bisschen größer gewachsen waren, dass die auch schon drohen, ein bisschen umzukippen, abzubrechen. Und das Ganze wollen wir einfach entgegenwirken, indem wir die ein bisschen fixieren, ein bisschen hochbinden. Und das ist einfach der Grund. Ich zeige euch mal schnell den Bambus, den ich schon geschnitten habe. Das ist jetzt der Bambus, den ich fertig geschnitten habe. Den bringe ich jetzt zu der Freundin von meiner Frau. Und die Dame teilt die Bambus, die ich geschnitten habe, dann einfach in 4 Teile.
und die werde ich dann irgendwann mal rausfahren auf das Kautschukfeld und dann werden wir die Bäume da fixieren. Ja, ich hatte da eigentlich für gestern, oder nicht eigentlich, ich hatte auch 2 Leute engagiert gehabt, die mir da ein bisschen das Unkraut um die Kautschukbäume wegmachen. Das war eigentlich das Ziel. Gemacht worden ist was ganz anderes. Das sind eben so kleine Dinge, die, wenn man da nicht persönlich dabei ist, drum hatte ich anfangs auch gesagt, möchte ich auch auf den einen oder anderen Kommentar eingehen. Einer meiner Zuschauer hatte ja so ein ähnliches Problem. Der hat im Prinzip eine Mauer in Auftrag gegeben, eine Mauer zu machen um sein Grundstück. Ja, das musste jetzt auch, er selber und seine Frau war auch nicht dabei, musste immer wieder korrigiert werden aus der Ferne raus. Das verschlingt einfach Unmengen an Geld, sowas, wenn man da selbst nicht dabei ist. Das ist das, was ich jetzt daraus gelernt habe. Ich war selber gestern nicht dabei, hatte aber eigentlich klar und deutlich gesagt gehabt, wie ich es gern will, wie es auch meine Frau gern will. Ja, gemacht worden ist was ganz anderes. Drum habe ich jetzt, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Das, ja, vielleicht ist es auch oftmals ein Kommunikationsproblem oder wie auch immer. Ein bisschen ärgern tut mir das dann trotzdem einfach, weil das eben, ja, man bezahlt ja die Leute auch, ich bezahle die Leute auch gern dafür, aber dann wünsche ich mir einfach auch, dass das gemacht wird, was wir uns vorstellen. Und ja, jetzt habe ich letztendlich gestern entschieden, ich mache das einfach selber, dann weiß ich, dass das so gemacht wurde, wie ich es mir gern vorstelle und meine Frau sich das gern vorstellt. Und deswegen werde ich da jetzt gleich rausfahren und ihr den Bambus bringen. Und wenn der dann fertig geschnitten ist, dann werde ich mit der Dame selber rausfahren und die Kautschukbäume dort fixieren. Und werde da sicherlich auch noch den Rest an Unkraut schneiden über die Kautschukplantage selbst. Und das Ganze bin ich aber gerade sowieso auch noch dabei, euch ein extra Video davon zu machen. Hatte ich euch ja versprochen gehabt. Aber das mache ich einfach halt über mehrere Wochen. Also das Video wird, denke ich, die nächste Zeit noch nicht so schnell kommen, weil ich da immer ein paar Szenen, wie gesagt, von A bis Z anfange. Und ja, deswegen seid mir da nicht böse, wenn das Video noch nicht so schnell kommt. Aber ich bin da auf jeden Fall dran. Und auch das hat mir eben letzte Woche viel Zeit gekostet, weil ich hin und her gefahren bin, um diverse Kautschukplantagen zu besuchen, Freunde zu besuchen, die da Kautschuk schneiden. Und ja, das war alles so in der letzten Woche, alles hat doch das Ganze ein bisschen an meinen Nerven gezerrt, muss ich schon sagen. Eben wenn da ja, die Arbeiten doch nicht so ganz gemacht werden, wie man das eigentlich angegeben hatte. Aber ja, deswegen ist es oft besser, einfach das Ganze selber zu machen. Aber ja, ihr seht ja, das ist oft für mich allein hier dann auch nicht möglich. Aber was ich einfach daraus gelernt habe, ist einfach bei solchen Arbeiten einfach persönlich dabei zu sein. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich fahre weiter und wenn ich das dann abgeliefert habe, denke ich, kann ich euch noch ein paar Szenen aus meinem Garten zeigen. Habe euch gerade noch schöne neue Drohnenaufnahmen gemacht vom Land hier draußen, dass ihr da auch mal seht, wie sich die Teiche und Seen gefüllt haben, Flüsse gefüllt haben und wie schön grün es jetzt ist, auch mal aus der Luft raus. Ja, habe gedacht, mache euch da mal neue Drohnenaufnahmen, will ich auch noch von zu Hause machen, dann habt ihr da auch noch ein bisschen was zu schauen. So, ich würde sagen, ich sitze wieder aufs Motorrad, geht weiter und dann sehen wir uns später bei mir zu Hause wieder. Nobody told me to settle down. Day, nights and late. Ja, jetzt wieder zu Hause angekommen, bei mir im Garten. Jetzt nutze ich die Zeit noch, um euch ein bisschen zu zeigen, was sich hier so getan hat. Und weil um 1 Uhr kommt dann die Dame, mit der ich nochmal rausfahre auf die Kautschukplantage. Und jetzt nutze ich einfach die Zeit, um euch hier ein bisschen was zu zeigen, was sich hier so im Garten bei mir getan hat. Und würde euch da jetzt einfach noch ein bisschen rumführen. Ich würde sagen, ich fange mal an mit den, ja, ihr wisst ja, Limetten natürlich. Über zahlreiche Limetten kann ich mich immer noch freuen. Also die sind wirklich Wahnsinn.
ja, da gab es ja auch Kommentare bezüglich den Limetten. Manche sind da neidisch, weil ich so viele habe. Manche haben gefragt, was ich damit mache. Wie gesagt, ich nehme die einfach ab, verschenke die größtenteils auch. Gerade die Freundin von meiner Frau, die hat auch gern Limetten, um diesen Somtam-Papayasalat zu machen. Oder ich bringe auch manchmal welche einem Neffen rüber. Ich selbst mache mir daraus einfach, ich presse die mir aus in ganz normales Wasser, stelle das Wasser dann in den Kühlschrank und trinke das dann einfach als Erfrischungsgetränk immer. Das ist eigentlich immer ganz, ich habe das gern. Und ja, wie gesagt, größtenteils verschenke ich sie, weil so viel kann ich gar nicht selbst da abnehmen. Und ja, so viele Gerichte koche ich dann auch nicht, wo ich Limetten brauche dazu. Und ja, das ist so, was ich mit den Limetten mache. Die Mangobäume habe ich jetzt größtenteils abgeerntet. Das sind nur noch einzelne Mangos, die jetzt noch hängen, wo noch nicht ganz reif sind, wo ich noch ein bisschen reifen lasse. Und ja, ansonsten die Kanonen, die habe ich immer noch die 3 Früchte dran. Also ich habe an den anderen Bäumen natürlich auch die Früchte noch dran, die ich ja den Schweinen hin und wieder gebe oder am Neffen mal eine Kanone bringe. Und ja, die anderen 3, die hängen noch, die sind noch nicht reif. Ja, meine Feigen, die werden jetzt auch so langsam. Da denke ich, kann ich jetzt bald die ersten abernten. Und der hat wie gesagt auch nichts mehr verloren. Ich zeige euch kurz den Feigenbaum. Hier jetzt eben eine Feige, die ich wahrscheinlich bald abnehmen kann. Ja, also er hat noch ein paar Feigen dran. Ich habe auch schon 3, 4 gegessen. Die sind okay, die sind süß. Das ist so hinten. Ich sollte einfach wieder viel mehr jetzt eigentlich hier machen. Auch mal wieder im Garten. Aber wie gesagt, wie ich es angesprochen hatte, da komme ich gerade sehr wenig dazu. Und ich sollte auch mal wieder die Sauerlott, also die Passionsfrüchte, mal wieder beschneiden. Ich habe auch gesehen, dass mein Rondell, dass sich das auch so langsam verabschiedet, der Bambus da drin. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht bald zusammenklappt, ja, weil ich will das jetzt nur irgendwie abstützen versuchen. Vermutlich muss ich es aber wahrscheinlich neu bauen. Und ja, eigentlich sollte ich das auch relativ zügig machen, weil ihr wisst ja, um das Rondell rum wächst eben diese Passionsfrucht. Und wenn mir jetzt das Rondell zusammenbricht, dann wäre das schade um die ganzen Passionsfrüchte da. Ja, dann zeige ich euch noch kurz den Kanunenbaum. Jetzt eben der Kanunenbaum, wo ja die 3 Früchte noch dranhängen. Da und da eine. Ja, das soweit zu den Kanonen, Feigen, Passionsfrüchte. Passionsfrüchte aktuell, kommen noch keine Früchte, muss ich noch ein bisschen warten. Dann hat mir Robert eine liebe Nachricht zukommen lassen. Ich sage auch Robert vielen, vielen Dank für die Empfehlung für meinen Kanal. Er hat ja in seinem Video, ich verlinke euch das Video dann mal oben, hat er diskutiert über oder nicht diskutiert, eine Ansprache gehalten über meine Positionierung meines neuen Randgerüsts. Er hat mir gesagt, die Tomaten gehören in die Sonne. Das mag auch sicherlich so sein. Ich möchte Robert aber hier mit auf den Weg geben. Hier ist die Sonne auch noch mal ein bisschen anders in Thailand als in Deutschland. Ja, ich hatte ja auch viele Kommentare, die mir geschrieben haben, das ist ein Nachtschattengewächs. Das gehört in den Halbschatten. Ich will das auf jeden Fall ausprobieren. Also das heißt, das Randgerüst bleibt auch dort stehen, wo es ist, im Halbschatten. Ihr wisst, ich mache da gern meine eigenen Erfahrungen. Ich höre natürlich gern auf eure Tipps, versuche die umzusetzen. Wenn das alles so funktioniert, dann bin ich natürlich glücklich. Und deswegen will ich das jetzt mit dem Halbschatten ausprobieren. Wie gesagt, mit dem Gerüst bin ich ja flexibel. Ich kann das immer noch umpositionieren. Und ja, also ich lasse das Gerüst da einfach stehen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Robert, auch für die Empfehlung für meinen Kanal. Ich kann euch den Kanal von Robert und seinem Kleingarten auch nur ans Herz legen.
schaut da auch mal vorbei. Das lohnt sich sicherlich auch. Ich würde für meine Zuschauer, die seinen Kanal noch nicht kennen, würde ich dann eben, wie gesagt, auch mal seinen Kanal noch oben einblenden. Dann könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Er macht auch interessante Videos. Schaut da mal vorbei, das lohnt sich definitiv. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Robert. Schick dir ganz liebe Grüße in deinen Kleingarten und ich hoffe, du beobachtest immer, wie dein Chico, der Lamut, hier wächst. Die zwei kleinen Pflanzen da. Im Moment sind es noch Pflanzen, ich hoffe, das sind bald Bäume. Ja, ich hoffe, du hast da auch Freude dran. Und ja, ich würde sagen, ich mache weiter mit meinem Rundgang und dann schauen wir, was sich sonst noch so getan hat. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. Jetzt stehe ich hier an unserem Kanunenbaum. Der Kanunenbaum, der die wirklich ganz leckeren Früchte hatte, der bereits letztes Jahr einen großen Ast verloren hat, abgeknickt ist, der ja, leidet irgendwie komischerweise die letzte Zeit sehr, ist wirklich schade. Ich hoffe, dass ich den noch irgendwie retten kann, weil ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, heute Morgen bei meinem Rundgang habe ich gesehen, er hat einen relativ größeren Ast verloren. Habe dann auch gesehen, warum. Meines Erachtens nach sind da wieder Termiten im Spiel. Habe jetzt mal seinen Stamm unten angeschaut. Habe den jetzt auch schon eingesprüht mit dem Insektenspray, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Ich vermute, der Baum ist auch von Termiten befallen. Ich hoffe, dass der mir jetzt hier nicht bald zusammenklappt, weil das wäre wirklich mega schade, weil der einfach immer wirklich sehr leckere Früchte geliefert hat. Und ich hoffe, dass der mir nicht hier umfällt und die Termiten schon vielleicht an den Wurzeln sind. Oder ja, ich zeige euch den Baum einfach mal kurz. Hier seht ihr jetzt, also ja, der Baum ist schon relativ gut auch ausgehöhlt. Und auch da unten kann man sehen, hier eben den größeren Ast verloren. Ja, ich muss da jetzt mal schauen, dass ich den Baum noch irgendwie retten kann. Habe auch schon mal an ihn gerüttelt, also so stabil sieht er mir nicht mehr aus, aber ja, ummachen will ich ihn nicht, weil eventuell erholt er sich ja noch. Ich bin da wie immer guter Dinge und ja, bin gespannt, was sich aus dem Baum noch entwickelt. Denn was erfreulich ist, da hatte ich auch ein oder andere Kommentare dabei bezüglich meinen Dragon Fruit. Manche hatten mir da geschrieben, ja, sie haben zwar schon viel Dragon Fruit Pflanzen gesehen oder Ranken gesehen, aber sie haben da nie Früchte dran gesehen. Ich kann euch sagen, die bekommen Früchte. Man muss halt nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ich zeige euch mal jetzt, hier habe ich schon ordentlich was entdeckt. Da freue ich mich schon drauf. Das ist die Dragon Fruit, die wir von meiner Schwägerin drüben abgreifen. Quasi wie Nachbarschaftshilfe habe ich hier angeboten. Ich habe dann ein Gerüst gebaut und lasse das jetzt zu mir rüber ranken. Also die Dragon Fruit kommt von ihrem Grundstück, aber ich greife sie mir hier ab und so wie es aussieht, bekomme ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Früchte. Ich zeige euch das mal kurz. Da seht ihr jetzt, also da ist eine, wo kommt, da oben 2, 3, 4, 5 und das Ganze sieht dann so aus. Auf Thailändisch heißt die Dragon Fruit Geomangorn. Ja, das heißt, ich werde dann bald jetzt als nächstes auch noch Dragon Fruit wahrscheinlich essen können. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde euch da auf jeden Fall teilhaben dran lassen, wie die sich nachher entwickeln. Beim nächsten Garten-Update, denke ich, könnt ihr da schon ein bisschen mehr sehen. Ja, wenn ich hier so lang spaziere, seht ihr ja, denke ich, mein Rasen. Ich bin
Zum einen bin ich noch nicht dazu gekommen, den Rasen zu mähen. Ich habe auch bei der Schwägerin drüben gesehen, ich sollte jetzt unbedingt aktiv werden. Und das war mir einfach ja, die letzte Zeit und das wird mich auch, sage ich mal, diese Woche werde ich noch nicht dazu kommen. Ja, mich ärgert es ein bisschen, weil ich jetzt eben auf der Kautschukplantage da selbst ein bisschen Hand anlegen muss. Hätte eigentlich hier und draußen auf der Farm und bei der Schwägerin genug zu tun. Aber ja, hilft nichts. Mal schauen, ob ich hier zu Hause den Rasen von dem Sohn, vom Neffen mähen lasse. Der hat sich hier mal angeboten gehabt. Dann bezahle ich den und dann kann der hier Rasen mähen. Dann hat der auch ein bisschen was dazu verdient. Dann habe ich schon mal das Problem weniger. Aber ja, ihr seht, im Großen und Ganzen komme ich hier wirklich zu nicht allzu viel, weil ich gerade außerhalb auf den anderen Grundstücken von uns da gut zu tun habe. Ja. Ich würde sagen, aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall nochmal den vorderen Bereich, was sich da so getan hat. Denn hinten gibt es nicht so viel zu sehen im Moment, bis auf natürlich die freudige Botschaft mit der Dragon Fruit, meine Limetten. Ja, ansonsten blumentechnisch ist hinten auch nicht mehr so viel los. Im Moment durch den starken Regen haben die Bäume oder die Pflanzen natürlich auch viel Blüten verloren. Und ja, aber ich denke, da kommt auch wieder was. Und habe nämlich auch gesehen, es sind dadurch, dass ich den Rasen auch nicht oder noch nicht gemäht habe, sind sehr viele Schmetterlinge jetzt auch unterwegs. Das freut mich persönlich, weil ja, die sind da fleißig am Bestäuben und das ist gut so. Umso mehr Früchte bekomme ich. Deswegen lasse ich den Rasen da auch noch mal gerne eine Woche wachsen und dann, ja, ich habe das auf jeden Fall im Auge. Habe zwar auch ein paar Stellen gesehen, die sind schon grenzwertig, da sollte ich tätig werden, aber ja. Ich laufe jetzt mal nach vorne und dann schauen wir uns vorne an, was sich dort so getan hat. Ja, vorn auf dem Grundstück, die Kokosnusspalmen entwickeln sich gut, also da bin ich zufrieden damit. Die haben wirklich einen ordentlichen Schuss nochmal gemacht, treiben auch neue Blätter raus und der Regen tut denen natürlich schon auch gut. Ich würde euch die Palmen hier einfach mal kurz zeigen. Da seht ihr jetzt die 3 Kokosnusspalmen. Es gab auch gestern nochmal einen kräftigen Regenschauer mit kräftigem Wind dazu. Es ist aber nichts passiert. Also es ist nicht nochmal ein Blatt abgebrochen oder so. Ja, also da bin ich Gott sei Dank glücklich, dass da nicht nochmal irgendwas abgebrochen ist. Und ja, was habe ich letzte Woche sonst noch so getan? Letzte Woche, oder nicht ich, aber habe mich ja darum gekümmert gehabt, dass der Bambus dort bei uns auf dem Grundstück an der Schule, der da umgeknickt ist und auf unseren Zaun gelegen ist, habe mich darum gekümmert, dass der wegkommt, dass die Bambus, die da umgefallen sind, dass die geschnitten werden. Hatte dem Bürgermeister auch meine Hilfe dort angeboten gehabt. Er hat mir den einen Tag relativ kurzfristig geschrieben gehabt. Ich war da zeitlich morgens eigentlich schon woanders eingebunden, somit konnte ich da nicht helfen, aber der Bambus ist entfernt worden. Ich werde euch da einfach ein paar Fotos davon einblenden, dass ihr da seht, der Bambus ist entfernt worden. Da bin ich glücklich drüber, habe auch den Tag mich schon beim Bürgermeister bedankt, habe auch ihm gesagt, dass er da auch meinen Dank dem Helfer, der da geholfen hat, das ist der Hausmeister von der Schule, dass er ihm auch Danke sagen soll. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das jetzt erledigt ist und dass ich mich darum auch nicht mehr kümmern muss. Schon mal eine Sorge weniger, sage ich mal. Und ja, ich kann auch für die neuen Zuschauer, werde ich das Video mal einblenden, wo ihr das Video darüber seht, wo ich den Bambus gefilmt habe, der da umgeknickt war. Dann könnt ihr euch da auch mal anschauen, wie das denn vorher ausgesehen hat. Ja, genau, das ist auch was ich letzte Woche noch erledigt hatte. Und ja, was ich jetzt hier gesehen habe, freut mich auch riesig. Das werde ich euch gleich auch mal noch zeigen. Die Zuschauer, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen,
die kennen das neue Ranggerüst, was ich da neu gebaut hatte, was umgefallen war aufgrund dem Sturm. Für die neuen Zuschauer würde ich euch das Gerüst mal zeigen. Und zwar ist das auch ein Gerüst für die Dragon Fruit, was ich neu gebaut hatte. Und ich hatte ja da anfangs ein bisschen Bedenken, dass sich die Pflanze nicht so gut erholt hat. Aber ich kann sagen, auch da kommen Dragon Fruit. Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Freut mich natürlich auch riesig, dass die Pflanze da keinen großen Schaden von genommen hat. Ich würde euch das mal kurz zeigen. Ja, da seht ihr das Ranggerüst, das hatte ich neu gebaut, weil mir das bei einem Sturm und durch den Befall von Termiten auch zusammengefallen war. Da bekomme ich eben auch, wenn ihr hier seht, kommt schon die erste Frucht. Und hier habe ich die zweite. Ja, ihr seht, auch da bekomme ich Dragon Fruit. Ich denke, dieses Jahr kann ich Dragon Fruit auch wieder ordentlich essen. Freut mich. Ja. Auch da habe ich einen Zuschauerkommentar bekommen, dass ich doch die Pfosten, die ich dann im Boden eingegraben habe, mit altem Motorenöl, so bis zu 50 Zentimeter hoch vom Boden nach oben hin einstreichen soll. Das soll den Termitenbefall verhindern. Auch da bin ich leider noch nicht dazu gekommen, habe jetzt aber immer mal wieder nur schnell kontrolliert. Im Moment habe ich da noch keine Termiten, aber auch den Tipp werde ich sicherlich noch mal beherzigen und in Angriff nehmen. Muss mir da nur noch mal ein bisschen Motorenöl besorgen, weil ich aktuell keins mehr habe oder nur noch wenig habe, weil ich das natürlich auch für meine Motorsäge nutze. Und ja, aber auch das möchte ich mal gerne noch ausprobieren, ob das hilft. Ist zwar für die Natur auch nicht gerade so schön, meines Erachtens nach, wenn denn der Regen kommt und das Öl dann irgendwann mal runtergespült wird. Aber ja, ansonsten habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, da mit Chemie nachzuhelfen und den Bambus einfach mit Chemie einzusprühen. Ja. Was ich aber eigentlich nicht so gern mache. Ja. Genau, also das so viel zu der Dragon Fruit hier. Und auch diese Dragon Fruit greifen wir hier ab von der Schwägerin drüben. Ich möchte an der Stelle dann nochmal sagen, danke liebe Boon für die schönen Früchte, die ich denn dieses Jahr von deinem Grundstück aus bekomme. Ja, für die Fans von den Blumen und gerade für die Fans der gelben Trompetenblumen, da muss ich euch in diesem Update leider enttäuschen. Ich vermute, dass die viele Blüten verloren haben jetzt durch die starken Regen, die es hier gegeben hat. Aktuell kann ich eigentlich keinen einzigen Baum finden, der Blüten trägt. Also es tut mir leid, dass ich euch da in diesem Update keine gelben Trompetenblumen zeigen kann. Vielleicht kann ich ja mal noch von einem älteren Video welche reinschneiden. Dann habt ihr da trotzdem auch in diesem Video welche gesehen. Aber aktuell gibt es einfach hier keine gelben Trompetenblumen. Ich finde es schade, weil, ja, also schade ist relativ. Es ist alles sehr grün, das ist mega schön. Aber halt, ihr seht es ja im Hintergrund, es ist farblich nichts anderes dabei, nichts Gelbes oder ja, ist ein bisschen schade. Ja. Aber klar, das hat mir meine Frau schon prophezeit gehabt, dass wenn hier die Regenzeit wieder kommt, und ich kenne das aus den letzten Jahren, dann nimmt es mit den Blüten hier einfach ab. Das ist leider so. Ja, noch was Erfreuliches. Heute hört es gar nicht auf mit frohen Botschaften. Ich habe nochmal Dragon Fruit hier entdeckt, was ich heute Morgen auf meinem Rundgang gar nicht bemerkt hatte. Aber warum ich das nicht bemerkt habe, ist ein guter Grund. Meine Frau hat mich eigentlich auch schon längere Zeit darum gebeten, hier auch nochmal ein Gerüst aufzubauen, weil auch an dieser Stelle von meiner Schwägerin zu uns rüber die Dragon Fruit wächst. Habe jetzt da auch nochmal 4 Früchte, denke ich, wird es geben, entdeckt. Die wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Da seht ihr, es sind 3, dann da nochmal eine und die kommen eben auch zu uns über den Zaun rüber. Ja, also es wird
dieses Jahr eine satte Ernte geben, denke ich, von Dragon Fruit. Und ich lasse euch daran teilhaben. Ich verspreche euch das. Ihr könnt zuschauen, wie die wachsen. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me. Dass ihr auch mal seht, wie gefährlich Thailand doch auch sein kann. Das möchte ich euch dann auch mal noch kurz einfach 2 Szenen davon zeigen, beziehungsweise ein kurzes Video und einfach 1-2 Bilder von einer Situation. Also heute gerade, als ich neue Drohnenaufnahmen von dem Grundstück hier zu Hause gemacht habe, ja, war gerade dabei, die Drohne fliegen zu lassen, schlängelte sich wieder eine kleine Schlange, Gott sei Dank nur eine kleine. Aber eine hochgiftige hier über dem Boden. Da blende ich euch eine kurze Videosequenz von ein. Ist leider nur eine Sequenz von einem Handy, aber ich denke, das ist trotzdem eine vernünftige Aufnahme geworden. Dann war ich gestern Abend noch kurz beim Neffen, habe besprochen, wann wir den Dünger austragen für die Kautschukbäume und saß da bei ihm auf dem erhöhten Plateau. Meine Schuhe waren ausgezogen, weil ich im Schneidersitz auf seinem kleinen Plateau saß. Wollte dann eigentlich wieder gehen. Gott sei Dank habe ich mir das angewöhnt, kurz vorher in meine Schuhe zu schauen. Und sah da dann neben meinen Schuhen schon einen relativ großen Skorpion sitzen. Ja, mein anderer Freund, der hat den Skorpion gleich erstmal entsorgt. Ja, ich blende euch davon einfach 1-2 Bilder von ein, dann könnt ihr das auch mal sehen. Also ja, es ist hier oft, man kommt da in den Situationen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und muss dann einfach mal wieder an sich selber arbeiten und mit Vorsicht hier durch die Gegend zu laufen, oft den Blick nach unten zu haben, bevor man die Schuhe anzieht, definitiv in die Schuhe zu schauen. Ja, es ist, ja, Thailand hat schon so seine Tücken, seine Gefahren und die darf man einfach nie aus den Augen verlieren und es kann da schnell mal einfach im Krankenhaus enden und ja, bis man hier, sage ich mal, im nächsten Krankenhaus ist, vergeht doch auch eine kleine Zeit, die man fahren muss. Wir haben Gott sei Dank hier in 15 Kilometer, glaube ich, ist Akat Amnoai das Krankenhaus. Also wenn hier sowas passiert, dann ja, muss man bei solchen Tierchen dann einfach relativ schnell handeln. Auch wenn mein Neffe da gestern gesagt hat, ja, bei dem großen Skorpion muss keine Angst haben, wenn der dich sticht, klar, das tut weh, höllisch weh, aber du stirbst davon nicht. Er hat gesagt, die kleinen Skorpione sind gefährlicher hier, aber grundsätzlich möchte ich von keinem Tier gebissen werden, sowieso nicht hier in Thailand und ja, das wollte ich euch auch noch nicht vorenthalten. Schaut euch mal die paar Szenen und die Fotos denn an. Ich denke, auch das sollte jedem bewusst sein, der hier lebt oder hier zu den Ferien kommt. Und wenn ich dieses Video jetzt schon ausstrahle, dann möchte ich das auch hierfür nutzen. Und zwar habe ich gerade gestern das Video von dem lieben Olaf, der den YouTube-Kanal Mein Leben in Thailand hat, habe ich sein Video angeschaut. Er hat jetzt 14 Jahre, er hat das Jubiläum gehabt, 14 Jahre hier zu sein. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an den lieben Olaf. Ich gratuliere dazu ganz herzlich. Ich finde es toll, dass du hier schon 14 Jahre bist. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich denke, für die neuen Zuschauer, die das noch nicht mitbekommen haben, Olaf ist auch ein Zuschauer von meinem Kanal. Ich denke, er wird dieses Video auch sehen. Und ja, die Zuschauer, die seinen Kanal nicht kennen, sollen auf seinen Kanal definitiv mal vorbeischauen. Das lohnt sich. Ich packe seinen Kanal einfach in die Videobeschreibung mit rein. Und dann könnt ihr dort mal reinschauen. Nutzt es einfach, schaut da mal vorbei. Gratuliert dem lieben Olaf.
ist ein ganz lieber Schweizer. Ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall noch viele, viele weitere Jahre hier in Thailand. Genießt es mit deiner Frau zusammen und mach weiter so mit deinen Videos. Ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel, viel Erfolg weiterhin. Es ist jetzt bald schon 1 Uhr bei uns, das heißt, ich muss so langsam mich auf den Weg machen und die nette Dame abholen, um auf unsere Kautschukplantage zu fahren. Deswegen werde ich jetzt so langsam das Video hier beenden. Und ja, ihr seht, es hat sich einiges getan hier in dem Video. Ich hoffe auch so ein bisschen wieder dieser kleine Mix aus dem Land und von hier und einfach mal auch ein paar Informationen, was sich so die letzte Woche bei mir getan hat, war für euch ja, das Anschauen wert. Mit meinem Randgerüst leider konnte ich auch eben noch nicht anfangen. War da jetzt zwar immer kurz davor, die Samen schon einzulegen in feuchte Tücher, habe das aber erstmal noch verschoben, weil ich einfach ja, schon gewusst habe, ich komme jetzt dazu die nächste Zeit einfach nicht. Deswegen brauche ich euch da oder kann ich euch da auch noch nicht viel zeigen. Ich sollte eben auch mal wieder hier grundsätzlich auch mal wieder ein bisschen Unkraut schneiden. Ich sollte ja, den Rasen mähen. Ich sollte so viele Dinge tun, was ich erstmal machen möchte, bevor ich euch da wieder mehr von meinem Garten zeige. Deswegen, ja, ich werde da jetzt, denke ich, mich so langsam auf den Weg machen. Und ja, ich kann da auf jeden Fall einfach nur sagen, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, trotzdem. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video von mir wieder dabei sein werdet. Ich denke, ich möchte auch diese Woche nochmal einen Markt besuchen. Diese Woche ist, soweit ich weiß oder informiert bin, der Markt von dem Groß-Buddha-Tag. Da muss ich mal schauen, ob ich das zeitlich alles so auf die Reihe bekomme. Wenn das passt, dann würde ich euch diesen Markt mal noch zeigen. Und ansonsten fällt mir sicherlich auch noch was ein für den Sonntag. Ich sage auf jeden Fall an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich tue es ganz sicherlich auch. Und ja, ich denke, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich sage auf jeden Fall Tschüss und bis bald. Euer René aus Thailand. I get too drunk and too scared.